Guten Tag zusammen. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Heute sprechen wir über etwas, das viele von euch kennen. Ihr versteht Deutsch ziemlich gut, aber wenn ihr sprechen sollt, fühlt es sich schwierig an. Kennst du das Gefühl? Oh ja, Henry, das ist so ein wichtiges Thema. Willkommen zurück bei Dankecast Deutsch. Ich bin Emilia und viele Deutschlerner schreiben uns genau darüber. Sie sagen, ich verstehe fast alles, aber ich kann nicht sprechen. Warum ist das so? Genau diese Frage klären wir heute. Aber zuerst eine Frage an euch da draußen. Versteht ihr mehr Deutsch, als ihr sprechen könnt? Schreibt es in die Kommentare. Wir sind neugierig. Also Henry, lass uns mit einer kleinen Geschichte anfangen. Stell dir vor, du sitzt im Café. Du hörst zwei Deutsche am Nebentisch sprechen. Sie reden über das Wetter, über ihre Arbeit, über das Essen. Okay, ich höre zu. Sie sprechen ganz normal, nicht zu schnell. Ich verstehe vielleicht 80% von dem, was Sie sagen. Das fühlt sich gut an. Genau, du verstehst sie. Du nickst vielleicht sogar mit dem Kopf. Aber dann dreht sich eine Person zu dir um und fragt, Entschuldigung, können Sie uns die Speisekarte geben? Oh nein, jetzt muss ich sprechen. Plötzlich fühlt sich mein Kopf leer an. Die Wörter sind weg. Ich sage vielleicht nur, ja, hier. Aber ich wollte eigentlich mehr sagen. Und das ist genau das Problem. Verstehen und Sprechen sind zwei verschiedene Fähigkeiten. Beim Verstehen bist du passiv, du nimmst die Sprache auf, beim Sprechen musst du aktiv sein, du musst die Wörter selbst produzieren. Das ist wie der Unterschied zwischen einem Lied hören und ein Lied singen. Ich kann viele Lieder erkennen, wenn ich sie höre, aber kann ich sie selbst singen? Nicht immer. Perfektes Beispiel. Und weißt du was? Das ist völlig normal. Jeder Deutschlerner macht diese Erfahrung. Es gibt wissenschaftliche Gründe dafür. Wissenschaftliche Gründe? Das klingt interessant. Erkläre mal. Okay, pass auf. Wenn du Deutsch hörst oder liest, arbeitet dein Gehirn anders. Es erkennt Wörter, es versteht Grammatik, aber es muss die Wörter nicht selbst finden. Sie sind schon da. Ah, ich verstehe. Beim Sprechen muss mein Gehirn die Wörter aus dem Gedächtnis holen. Es muss entscheiden, welches Wort passt? Wie ist die Reihenfolge? Welche Endung brauche ich? Genau, und das alles passiert sehr schnell. In einem echten Gespräch hast du keine Zeit lange nachzudenken. Die andere Person wartet auf deine Antwort. Das ist stressig. Deshalb fühlen sich viele Lerner blockiert, oder? Absolut. Der Stress macht es noch schwerer. Wenn du nervös bist, vergisst du Wörter, die du eigentlich kennst. Das passiert sogar in deiner Muttersprache manchmal. Okay, aber gibt es eine Lösung? Wie können Deutschlerner diese Lücke schließen? Oh ja, es gibt viele Strategien, aber die wichtigste ist, du musst sprechen üben. Es gibt keinen Weg drumherum. Sprechen üben. Das klingt logisch, aber auch ein bisschen angsteinflößend für manche Leute. Ich weiß, viele Lerner haben Angst, Fehler zu machen. Sie denken, wenn ich falsch spreche, lachen die Leute über mich. Aber ehrlich gesagt, die meisten Deutschen sind sehr geduldig und freundlich. Das stimmt. Und Fehler sind normal. Jeder macht Fehler, wenn er eine neue Sprache lernt. Sogar Muttersprachler machen manchmal Fehler. Genau, Fehler zeigen, dass du es versuchst, das ist gut. Frage an unsere Zuschauer. Habt ihr Angst, auf Deutsch zu sprechen? Warum? Schreibt es in die Kommentare. Gute Frage. Also, Emilia, welche konkreten Tipps hast du für unsere Zuschauer? Tipp Nummer 1. Sprich jeden Tag ein bisschen Deutsch, auch wenn es nur 5 Minuten sind. Sprich laut, auch wenn du alleine bist. Alleine sprechen? Wie funktioniert das? Ganz einfach. Beschreibe, was du gerade machst. Zum Beispiel, ich stehe auf, ich gehe ins Badezimmer, ich putze meine Zähne, ich ziehe mich an. Ah, wie ein innerer Monolog, aber laut auf Deutsch. Genau, das trainiert dein Gehirn. Du übst, deutsche Sätze zu bilden, ohne Druck. Niemand hört zu, niemand korrigiert dich, du bist frei. Das ist eine gute Methode. Was ist Tipp Nummer 2? Tipp Nummer 2. Wiederhole Sätze, die du hörst. Wenn du einen Podcast hörst oder ein Video schaust, drücke auf Pause und wiederhole den Satz. Also wie ein Echo? Ja, genau. Das hilft dir, die Aussprache zu üben und die Satzstruktur zu verinnerlichen. Mit der Zeit werden diese Strukturen automatisch. Automatisch sprechen ohne nachzudenken. Das ist das Ziel, oder? Absolut. Wenn du eine Sprache fließend sprichst, denkst du nicht mehr über jedes Wort nach. Es kommt einfach raus. Aber um dorthin zu kommen, brauchst du viel Übung. Viel Übung. Wie viel ist viel? Das ist unterschiedlich für jeden Menschen.
Manche Leute brauchen ein paar Monate, andere ein paar Jahre. Es hängt davon ab, wie oft du übst und wie du übst. Qualität ist wichtiger als Quantität. Beides ist wichtig. Regelmäßiges Üben ist besser als einmal pro Monat 3 Stunden. Jeden Tag 10 Minuten ist effektiver. Verstehe. Was ist Tipp Nummer 3? Tipp Nummer 3, finde einen Sprachpartner oder eine Sprachpartnerin. Das kann ein Muttersprachler sein oder ein anderer Lerner. Wo finde ich so jemanden? Es gibt viele Apps und Webseiten dafür. Zum Beispiel Tandem-Apps, Sprachaustauschgruppen, Online-Communities. Manchmal gibt es auch lokale Treffen in deiner Stadt. Und was macht man dann zusammen? Ihr redet einfach über alles Mögliche. Über eure Hobbys, über den Tag, über Filme, über Essen. Das Wichtigste ist, dass du sprichst und Feedback bekommst. Feedback ist wichtig, oder? Sehr wichtig. Wenn jemand deine Fehler sanft korrigiert, lernst du schneller. Du merkst, was du falsch machst und kannst es beim nächsten Mal besser machen. Okay, aber was, wenn ich in einem Gespräch stecken bleibe, wenn mir ein Wort nicht einfällt? Gute Frage, das passiert allen. Hier ist ein Trick. Beschreibe das Wort mit anderen Wörtern. Zum Beispiel, du weißt das Wort für Kühlschrank nicht. Du kannst sagen, das Ding in der Küche, wo das Essen kalt bleibt. Ah, Umschreibung, das ist clever. Ja, oder du fragst einfach, wie sagt man das auf Deutsch? Die meisten Leute helfen gerne. Das nimmt den Druck raus. Ich muss nicht perfekt sein. Ich muss nur kommunizieren. Genau, Kommunikation ist das Ziel, nicht Perfektion. Wenn die andere Person dich versteht, hast du gewonnen. Schön gesagt. Frage an euch. Welche Tricks benutzt ihr, wenn euch ein deutsches Wort nicht einfällt? Teilt eure Ideen in den Kommentaren. Sehr gute Frage. Jetzt kommen wir zu einem anderen Punkt. Viele Lerner sagen, ich verstehe langsames Deutsch, aber schnelles Deutsch ist unmöglich. Oh ja, das kenne ich. Wenn Deutsche miteinander reden, sprechen sie manchmal so schnell. Die Wörter verschmelzen. Richtig, das ist ein weiterer Grund für die Lücke zwischen Verstehen und Sprechen. Du übst vielleicht mit langsamen Lernmaterialien, aber echte Gespräche sind schneller. Was kann man dagegen tun? Tipp Nummer 4, höre echtes Deutsch. Nicht nur Lehrbücher und langsame Podcasts, sondern auch normale Gespräche, Filme, Serien, YouTube-Videos. Aber am Anfang versteht man doch fast nichts, oder? Am Anfang ist es schwer, ja, aber mit der Zeit gewöhnt sich dein Ohr daran. Du musst nicht alles verstehen, versuch einfach, den Kontext zu erfassen. Den Kontext erfassen. Was bedeutet das genau? Es bedeutet, verstehe die Situation, auch wenn du nicht jedes Wort verstehst. Wenn 2 Leute in einem Restaurant reden, geht es wahrscheinlich ums Essen oder die Bestellung. Ah, ich muss nicht jedes Detail verstehen. Ich muss die Hauptidee verstehen. Genau, und mit der Zeit verstehst du mehr und mehr Details. Dein Gehirn wird schneller beim Verarbeiten der Sprache. Das klingt nach einem langsamen Prozess. Es ist ein Prozess, ja, aber er lohnt sich. Und hier ist noch ein wichtiger Tipp. Sei geduldig mit dir selbst. Geduldig sein. Das ist manchmal schwer. Ich weiß, viele Lerner sind frustriert, weil sie schnell Fortschritte wollen. Sie vergleichen sich mit anderen. Aber jeder lernt in seinem eigenen Tempo. Vergleichen ist gefährlich, oder? Sehr gefährlich. Vergleiche dich nur mit dir selbst. Frage dich, kann ich heute mehr als vor einem Monat? Wenn ja, machst du Fortschritte. Das ist eine gute Perspektive. Kleine Fortschritte sind auch Fortschritte. Absolut. Feiere deine kleinen Siege. Hast du heute ein ganzes Gespräch auf Deutsch geführt? Super. Hast du ein neues Wort gelernt? Fantastisch. Positive Einstellung hilft beim Lernen, oder? Definitiv. Wenn du frustriert bist, lernst du schlechter. Wenn du motiviert und positiv bist, lernst du besser und schneller. Okay, lass uns nochmal über das Sprechen reden. Viele Lerner haben Angst vor der Grammatik. Sie denken zu viel nach. Ist das der richtige Artikel? Die richtige Endung? Das ist ein großes Problem. Zu viel Nachdenken blockiert das Sprechen. Du musst einen Mittelweg finden. Wie sieht dieser Mittelweg aus? Am Anfang ist es okay, Fehler zu machen. Konzentriere dich auf die Kommunikation. Später, wenn du mehr Übung hast, kannst du an der Genauigkeit arbeiten. Also erst fließend sprechen, dann korrekt sprechen? Nicht ganz so extrem, aber die Idee ist richtig. Wenn du nur korrekt sein willst, sprichst du gar nicht. Wenn du sprichst, auch mit Fehlern, lernst du durch die Praxis. Und die Fehler werden mit der Zeit weniger? Genau. Durch Wiederholung und Feedback korrigierst du dich automatisch. Dein Gehirn lernt, was richtig klingt.
Das ist beruhigend. Ich dachte immer, ich muss von Anfang an perfekt sein. Nein, niemand ist perfekt. Selbst Muttersprachler machen manchmal grammatische Fehler im Alltag. Das ist menschlich. Stimmt. Also, Emilia, wir haben jetzt über viele Tipps gesprochen. Können wir sie kurz zusammenfassen? Gerne. Also Tipp 1, sprich jeden Tag ein bisschen Deutsch, auch alleine. Tipp 2, wiederhole Sätze, die du hörst. Tipp 3, finde einen Sprachpartner. Tipp 4, höre echtes Deutsch. Und sei geduldig mit dir selbst. Genau, Geduld ist vielleicht der wichtigste Tipp von allen. Jetzt habe ich noch eine Frage. Was ist mit schüchternen Menschen? Die sprechen nicht gerne, auch nicht in ihrer Muttersprache. Gute Frage. Für schüchterne Menschen ist es besonders schwer, aber es gibt auch für sie Möglichkeiten. Welche zum Beispiel? Sie können zum Beispiel zuerst online üben, schreibe in deutschen Foren, chatte mit Leuten. Das ist weniger einschüchternd als ein echtes Gespräch. Stimmt, beim Schreiben hast du mehr Zeit zum Nachdenken. Genau, und wenn du dich damit wohlfühlst, kannst du langsam zum Sprechen übergehen. Vielleicht erst nur Sprachnachrichten schicken, dann Videoanrufe. Kleine Schritte. Das macht Sinn. Ja, kleine Schritte sind besser als gar keine Schritte. Und wer weiß, vielleicht wirst du mit der Zeit mutiger. Das hoffe ich für alle unsere Zuschauer. Übrigens, habt ihr da draußen noch Fragen zu diesem Thema? Schreibt sie in die Kommentare. Genau, wir lesen eure Kommentare und versuchen in zukünftigen Videos darauf einzugehen. So, Emilia, ich habe noch eine letzte Frage. Was ist der größte Fehler, den Deutschlerner machen, wenn es ums Sprechen geht? Der größte Fehler ist, nicht zu sprechen. Viele Leute lernen jahrelang Grammatik und Vokabeln, aber sie sprechen nie. Und dann wundern sie sich, warum sie nicht sprechen können. Also, Theorie ohne Praxis funktioniert nicht? Genau, du kannst alle Regeln kennen, aber wenn du sie nicht benutzt, vergisst du sie wieder. Sprache ist ein Werkzeug. Du musst es benutzen, um es zu beherrschen. Ein Werkzeug. Ich mag diese Metapher. Wenn ich einen Hammer nie benutze, kann ich nicht damit umgehen. Genau so ist es. Also, liebe Zuschauer, benutzt euer Deutsch, redet mit euch selbst, mit Freunden, mit Fremden. Jede Gelegenheit ist eine Chance. Jede Gelegenheit ist eine Chance. Das sollten wir uns alle merken. Absolut. Und noch etwas, habt Spaß dabei. Sprachenlernen soll nicht nur Arbeit sein, es soll auch Freude machen. Spaß ist wichtig. Wenn es keinen Spaß macht, hörst du auf, oder? Genau, deshalb finde Themen, die dich interessieren. Sprich über deine Hobbys, deine Träume, deine Meinungen, nicht nur über langweilige Lehrbuchthemen. Stimmt, ich will nicht immer über das Wetter oder den Supermarkt reden. Natürlich nicht. Diese Themen sind am Anfang okay, aber später brauchst du mehr. Sprich über Musik, über Sport, über Philosophie, über alles, was dich bewegt. Das macht die Gespräche interessanter und authentischer. Genau, und authentische Gespräche sind die besten zum Lernen. Du bist engagiert, du bist motiviert, du merkst dir mehr. Okay, ich glaube, wir haben viel gelernt heute. Ich fasse nochmal zusammen. Die Lücke zwischen Verstehen und Sprechen ist normal. Jeder Lerner hat sie. Und sie entsteht, weil Verstehen und Sprechen unterschiedliche Fähigkeiten sind. Verstehen ist passiv, Sprechen ist aktiv. Um die Lücke zu schließen, musst du Sprechen üben. Jeden Tag, auch alleine, auch mit Fehlern. Wiederhole Sätze, finde Sprachpartner, höre echtes Deutsch und sei geduldig mit dir selbst. Vergleiche dich nicht mit anderen, sondern mit deinem früheren Ich. Feiere kleine Fortschritte. Und am wichtigsten, hab keine Angst vor Fehlern. Fehler sind deine Freunde. Sie zeigen dir, was du noch lernen musst. Perfekt zusammengefasst. Danke, Emilia. Gerne, Henry. Und danke an alle, die bis hierhin zugeschaut haben. Ihr seid super. Wenn euch dieses Video gefallen hat, drückt den Like-Button und abonniert unseren Kanal Dankecast Deutsch. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, damit ihr keine neuen Videos verpasst. Schreibt in die Kommentare, was ist eure größte Herausforderung beim Deutschsprechen? Wir sind neugierig. Ja, und vielleicht machen wir daraus ein neues Video. Eure Fragen inspirieren uns. Bis zum nächsten Mal. Übt fleißig und sprecht viel Deutsch. Tschüss und viel Erfolg beim Deutschlernen. Auf Wiedersehen. Macht es gut.